Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Beta. Wir haben wieder einmal eine bunte Palette an Themen für euch parat. Eine volle Sendung, muss man sagen. Wir sprechen mit der Wettkampfüberfliegerin Hannah Meul, gehen den Gerüchten um zwei neue 9A-Boulder nach und wir fragen uns, was haben eigentlich Cedric Lascher und Sepp Buer für einen Knatsch? Dann blicken wir kurz ans Kletterfestival in Frankenjura, ebenso aber nach Oliana, wo ein Feuer gewütet hat. Auch das Höhenbergsteigen kommt heute nicht zu kurz. Wir sprechen mit David Göttler, der im März ohne Sauerstoff auf dem Everest stand. Wir fragen aber mal ganz ketzerisch, was ist so eine Leistung heute überhaupt noch wert, wodurch die Unterscheidung zwischen Spitzensport und Massentourismus kaum mehr gemacht wird, auch dank Netflix. Natürlich schauen wir in diesem Zusammenhang nochmals auf Nirmal Purcher zurück. Der wurde jetzt von der Queen empfangen am Hof und er kann übrigens auch Fußball spielen, wie wir herausgefunden haben. Beta, die monatliche Klettersendung, wird präsentiert von Bächle Bergsport, Petzl und Etrefort. Wir sind heute übrigens zu Besuch bei Etrefort, einem unserer drei Hauptsponsoren dieser Sendung. Hier werden diese bequemen Kleider produziert und entworfen, die wir in der Sendung jeweils tragen und die wir auch sehr empfehlen können fürs Klettern. Interessant ist ja, dass Etrefort aus dem Parkoursport kommt. Ja, das ist eben Parkour und so etwas blüht uns heute auch noch. Wir nehmen die Challenge an, die die Jungs uns hier stellen. Wir gehen mal der Frage nach, wo treffen sich Klettern und Parkour, die beiden Sportarten, die verschmelzen ja im Moment. Genau, aber jetzt zuerst zu den Kletterthemen der heutigen Sendung. Ja, während ich am Wochenende für diese Sendung gearbeitet habe, waren Christian und Remo am Kletterfestival in Frankenjura. Erzähl mal. Ja, ist fast ein bisschen fies, wenn ich jetzt da erzähle, wie cool es war. Es war super coole Stimmung, nette Leute, das Wetter hat natürlich super gepasst, die Kletterei in der Fränkischen Schweiz war sowieso genial. Ja, unser Tag hat ungefähr so ausgesehen, geschunden vom Vortag, sind wir aufgestanden, ins Naturbad gesprungen, hat Massage, Düsen. Dann haben wir gefrühstückt, an den Fels gegangen, am Abend das obligate Bier mit Currywurst, wie man es halt in Frankenjura so isst. Und dann gab es Workshops, Konzerte am Abend, dann zurück in den Camper. Zusammengefasst, das Festival war der absolute Burner. Klingt gut. Der absolute Burner im negativen Sinn, würde ich jetzt aber sagen, der war eher in Spanien, in Oliana, hat ein großer Waldbrand gewütet und das berühmte Klettergebiet bedroht. Was wissen wir darüber, Remo? Ja, ein Waldbrand. Man muss sagen, in Katalonien haben mehrere Großbrände gewütet vergangene Woche, am Wochenende. Einer davon eben im Sportkletter-Mekka Oliana. Menschen sind zum Glück nicht zu Schaden gekommen. Die Vegetation ist natürlich zerstört. Ungefähr 123 Hektar sind, glaube ich, betroffen. Und der eben berühmte Felsriegel, diese überhängende Walze, die hat ordentlich gelitten. Kennt man denn die Brandursache? Haben Kletterer beim Kaffeekochen nicht aufgepasst? Habe ich mir zuerst auch gedacht. Das gibt es ja immer wieder im Tessin, dass Kletterer auch mal einen Brand verursachen oder irgendwelche Leute, die da campen. Das war in dem Fall aber nicht das Problem, sondern eine Landmaschine hat einen Schadenfunke gesprüht und Brand verursacht. Und wie sieht es denn jetzt im Gebiet aus? Ja, als erster war der baskische Kletterer, der vor Ort wohnt, der Patxi Usobiaga war vor Ort, ist da hochgelaufen, als das Gebiet freigegeben wurde und hat gesagt, linker Wandteil zerstört. Also der Fels ist oberflächlich abgebröselt, da gibt es auch Videoaufnahmen, die wir auch hier zeigen. Der Hauptteil hat er gemeint, ja, ist eigentlich ganz okay intakt. Die Routen könnten also noch intakt sein, der Schein könnte aber auch trügen. Ich meine, das Video von Svanna Bjarnason, das zeigt eine andere Perspektive. Sie hat dann das Gebiet auch angeschaut und sie hat gesagt, im zentralen Teil, es ist glaube ich die Route Pachamama, da ist ein riesen Felsstück rausgebrochen, also offenbar hat auch dort der Fels gelitten unter der Hitze. Und sind Echsen geschmolzen, Seile geschmolzen, also die Hitze muss immens gewesen sein. Ja, die Frage ist ja eigentlich, was passiert denn mit Kalkfels unter Hitze? Man könnte ja meinen, ja, Fels ist hitzeresistent, aber der verändert sich eben schon. Ich habe gestern beim Klettern zufälligerweise noch einen Geologen und Materialtechnologen angetroffen, der Ulrich, und habe ihn das gefragt. Und er hat mir gesagt, ja, bei etwa 1000 Grad Temperatur beginnt das CO2 zu entweichen aus dem Kalkstein, dann wird er eben so mürbe. Und je länger diese intensive Hitze anhält, desto tiefer dringt das in den Fels ein. Es könnte also auch die Haken betreffen, dass die dann nicht mehr halten. Kann sein, dass der sehr oberflächlich bröselig ist und dass es nach hinten gar kein Problem war. Aber
Es kann schon sein, dass das Auswirkungen auf die Festigkeit von den Haken hat. Also ich würde am Anfang mal sorgfältig gucken, dran klopfen und dann wissen wir ja alle, wenn es dumpf ist, dann sollte man sie neu setzen. Wir hoffen das Beste für Oliana, wechseln jetzt aber zu einem erfreulichen Thema und damit zu Hannah Meul. So Hannah, straight away, no hesitation, launches in, and that is called a figure four in the ice climbing world. Matches the top. Hannah Meul is off to the best of starts, and that will jump her up the leaderboard. Die 21-jährige Deutsche, die war so quasi die Lichtfigur am letzten Weltcup in Brixen, obschon sie eigentlich nur Zweite wurde. Als erste deutsche Athletin seit 7 Jahren hat sie an einem Weltcup eine Medaille gewonnen und wirkte dabei unglaublich gelassen, muss man sagen. Habe ich auch so empfunden. Sie war sicherlich der Star dieses Wettkampfs, obwohl ja Natalia Grossman gewonnen hat in einem engen Final. Hannah Meul hat gesagt, dass sie jede Minute des Wettkampfs genossen hat. Und das schien nicht nur so eine Floskel zu sein. Also es war der erste Wettkampf, den ich bestritten habe, ohne irgendeinen Zweifel in meine Fähigkeiten, sondern eigentlich war pures Selbstbewusstsein irgendwie und Freude stand im Fokus. Und das habe ich bisher auch noch nie so in einem Wettkampf spüren können und hervorrufen können. Und allein das ist eigentlich schon ein Riesenerfolg, das mir früher einfach überhaupt nicht leicht gefallen ist. Also so Wettkämpfe, ich war immer super nervös, habe immer total darauf geschaut, was andere machen und so. Und dieses Jahr habe ich gewusst, du bist so stark wie noch nie. Also das Wintertraining ist einfach mega gelaufen. Ich hatte super viel Energie und konnte alles aus mir rausholen. Und genau das wollte ich auch zeigen. Ja, genau diese Gedanken könnten ja einen großen Druck erzeugen, wenn man jetzt weiß, hey, man ist mega fit, man will was zeigen, ob Wettkampfkletterer oder Amateure, wie wir es sind, das kennt, glaube ich, jeder. Wie hat sie es denn geschafft, jetzt nicht an ihren eigenen Erwartungen zu scheitern? Ja, richtig. Also natürlich kann das auch kontraproduktiv sein, weil man weiß, boah, ich habe so viel dafür getan, jetzt muss das unbedingt funktionieren. Aber ich habe eben genau dieses Muss gestrichen, sondern ich wusste, es wird funktionieren. Irgendwie hatte ich das im Gefühl. Es ist auch schwierig tatsächlich zu sagen, was da besonders irgendwie das Rezept zum Erfolg war im Endeffekt, weil ich dieses Gefühl hatte. Ich hatte diese Sicherheit, nämlich, dass ich wusste, okay, du hast alles getan und es wird laufen. Und im Finale besonders, das ist ja nochmal ein ganz anderes Feeling, weil da bist du ganz alleine an der Wand. Du stellst dich erstmal mit dem Gesicht zum Publikum hin und alle Augen sind auf dich gerichtet und es ist deine Bühne und deine 5 Minuten. Und in den 5 Minuten darfst du einmal alles präsentieren, wofür du eigentlich gearbeitet hast. Und wie geil ist das? Das muss man genießen. Und eben dieses Zitat von dem Lied, das bedeutet mir eben ganz, ganz viel, weil genau das war mein Motto für den Abend. Und ja, ich glaube, das konnte ich ganz gut umsetzen. Das war einfach eine Party, es war einfach toll, wirklich. This, Hannah trying to find the balancing point, gets it and will match, putting herself in a great position. Very impressive from Hannah Meul, getting that right foot all the way up by her hand, using her flexibility. Es geht wieder ein Gespenst um Remo, das 9a-Boulder-Gespenst. Du erinnerst dich, in einer früheren Sendung haben wir diesen Vergleich gemacht, und zwar, wenn es eben um den Grad 9a im Bouldern geht. Wir haben die Frage aufgeworfen, gibt es den Grad 9a im Bouldern oder nicht? Denn bis jetzt, immer wenn ein 9a-Boulder ausgerufen wurde, wurde er entweder abgewertet oder gar nie wiederholt. Jetzt kursiert also wieder das Gerücht eines neuen 9a-Boulders von Sean Rabatou im Tessin. Und einen 9a-Boulder in den USA, also 2 9a-Boulder. Genau, du weißt da mehr. Gib uns mal den Überblick. Ja, mal den Überblick zu all den 9a-Bouldern und vielleicht mal kurz chronologisch. Oktober 2016, wir erinnern uns, Burden of Dreams, erst begangen von Nalle Huckatavel, Riesen-News, Kletterszene, es gibt einen 9a-Boulder. Dann kam Charles Albert mit No Capote Only 2019, 21 Souda Seul Simon Lorenzi, dann mit dem Buch und dem Kneepad, hatten wir in der Sendung. Der wurde dann aber wiederholt von Nico Pelosso abgewertet und jetzt später wieder
nochmals wiederholt und dann wieder aufgewertet 9a, das ist ein bisschen diffus. Dann gab es aber im gleichen Jahr 2021 The Return of the Sleepwalker, mögen wir uns erinnern an das Geschrei von Daniel Woods. Und jetzt kommt eben dieser Jean Rabatou und klettert 2 9a Boulder, aber kommuniziert es nicht. Also dieser Überblick war jetzt für mich mäßig hilfreich, weil du hast was bla 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 bla. Aber egal, das Fazit ist, es gibt nicht den bestätigten 9a Boulder, das stimmt, oder? Ja, das gibt es nicht, nee. Wiederholt wurde noch kein 9a Boulder, also mehrfach wiederholt und mit 9a bestätigt. Mehrfach wiederholt war Sous der Seul, zweimal, einmal abgewertet, einmal wieder bestätigt als 9a. Obwohl die Bestätigung, muss man sagen, die war von Camille Couder und ich glaube, der hat sogar selbst gesagt, ja, so erfahren bin ich nicht in diesem Grad. Also er hat zwar 9a gesagt, aber er hat jetzt nicht mehrere 8C plus vorher gemacht. Also wir bleiben dabei. Es ist eben ein Gespenst, es ist nicht wirklich greifbar. Wir können gar nicht wirklich sagen, ob es den bestätigten 9a Boulder gibt. Sehe ich das richtig? Nee, müssten wir auch nicht. Interessant ist aber eben, dass jetzt einer, nämlich dieser Jean Rabatou im Tessin, ein langjähriges Projekt, Alpha and Moon Project, eben geklettert hat. Das wurde uns über verschiedene Quellen, am Petzl Rock Trip, bei unseren Trips ins Val Bavona bestätigt, die Information, dass er das geklettert hat. Und dann gibt es auch das Gerücht, USA hat er auch ein Projekt, das heißt dann Megatron Project geklettert. Der klettert also 9As und kommuniziert es nicht. Ja, das wollte ich dich gerade fragen. Wieso klettert der 9a Boulder und kommuniziert es nicht? Ist das eine Strategie? Also Dave Graham hat uns mal, ich weiß nicht, im Tessin oder am Rocktrip gesagt, ja, der Typ ist einfach so verdammt stark und irgendwie, keine Ahnung, der zieht auch 8C Plus Boulder am Lauf mit und kommuniziert es nicht. Ich weiß nicht, dass seine Strategie ist. Wahrscheinlich ist das für ihn wie wenn wir eine 7a-Route mal kurz klettern, oder? Ja, das vielleicht schon, aber es ist ja immer noch spitze und du musst ja irgendwie kommunizieren. Der ist ja beste Werbung für ihn. Egal, vielleicht sollten wir mal mit Jean Rabatou reden. Redet der mit uns? Nein, also die meisten Leute, die wir anfragen, die Profis, die antworten uns an, auch, da freuen wir uns ja immer drum. Aber dieser Jean Rabatou, einmal hat er uns geantwortet, als es um eine Route ging. Das scheint irgend so ein Einsiedler zu sein. Ja, der will einfach nicht reden über das, was er macht, außer in seinen Videos auf Mellow. Wir wechseln vom Bouldern an die hohen Berge, die 8000er. In der vorletzten Sendung, da mögt ihr euch erinnern, da haben wir die Recherche von Dominik präsentiert zu Nirmal Purcha. Der nepalesische Bergsteigerstar brüstet sich mit einer Rettung aus dem Jahr 2016, die er allem Anschein nach so nicht gemacht hat, zumindest nicht so, wie er sie beschreibt. Bekannt an der Sache ist, dass Nims seinen Ehrenorden MBE unter anderem von der Queen für eben diese Rettung erhielt. Ja, und diesen Orden, diesen MBE, den durfte er jetzt vor ein paar Wochen am englischen Königshof entgegennehmen. Er wurde dort empfangen, hochoffiziell. Er hat da Bilder gepostet, feierliches, royales Ambiente. Allerdings beweist ein Video, dass die Übergabe des Ordens dann etwas weniger den royalen Gepflogenheiten entsprach. Nims ist eben ein whole different animal. There's no stronger team to help you reach to the top of the world. Er hat jetzt auch den FIFA-Fußball-WM-Ball auf den Everest getragen und dort Fußball gespielt. Remo, damit ist er auch der erste Alpinist, der Fußball spielen kann, muss man auch mal sagen. Es ist interessant, also Nirmal Purcha und die FIFA, da haben sich ja zwei gefunden. Der Nirmal Purcha, der zeigte einmal mehr, dass er einfach die 8000er knallhart prostituiert für sein Marketing, dem ist einfach gar nichts zu schade. Vor allem, wenn man bedenkt, dass diese katarische WM ja große Negativschlagzeilen durch Ausbeutung von Gastarbeitern machen. Remo, wusstest du, dass bereits 15.000 Gastarbeiter nur schon beim Bau der Stadien starben? Das macht also rund 234 Tote pro Fußballspiel. Krass, aber das heißt ja eigentlich, dass diese WM schon weitaus tödlicher ist als der Everest als Berg. Genau, das heißt es. Und hier schließt sich jetzt wieder der Kreis. Viele dieser Gastarbeiter kommen aus Nepal. Insgesamt sind wir 125 Arbeiter, die hier festsitzen. Wir sind Gefangene. Jeden Tag ernähren wir uns von Wasser und Brot. Ohne Geld können wir uns nichts anderes leisten. Monat für Monat verschlimmert sich unsere Situation. Ich kann einfach nicht mehr. Ich will nur noch nach Hause. Wir können nicht mal unsere Familien in Nepal anrufen. Tja, da hat Nims wohl ein paar seiner nepalesischen Brüder vergessen. Aber zurück zum Everest, Remo. Ja, es sind ja nicht alle so unterwegs wie dieser Nirmal Purcha, so zum Beispiel eben David Göttler.
Ja, David Göttler stand diesen Frühling ja alleine und ohne Sauerstoff und ohne Fußball auf dem Everest und hat dazu sehr transparent kommuniziert. Er nutzte zwar die Fixseile, hatte aber auch keine Unterstützung von Sherpas. Damit ist er so etwas wie ein angenehmer Gegenpol, finde ich, zu diesem Stil, wie Nirmal Pocha ihn eben betreibt. Darum wollen wir ihn hören. Göttler, der war früher oft mit Ueli Steck unterwegs und praktiziert auch heute noch diesen reduzierten Stil in den Bergen, den Ueli Steck sehr geprägt hat. So sind heute eigentlich nur noch wenige Alpinisten unterwegs. Ist er so etwas wie der letzte Mohikaner? Der letzte oder quasi einer, der quasi einfach so gerade mal diesen Stil so ein bisschen durch so eine Trockenphase führt und hoffentlich kommen da wieder mehr irgendwie. Die Mehrheit der Bergsteiger setzen heute eben auf diesen groß angelegten Expeditionsstil mit allerlei Hilfsmitteln. Darum fragen wir jetzt mal ganz ketzerisch, was ist so eine Leistung heute überhaupt noch wert, wie sie Göttler gemacht hat, wo doch die Öffentlichkeit eigentlich diese Differenzierung gar nicht mehr vornimmt? Also für die Öffentlichkeit ist Everest gleich Everest. Ja, das ist eine berechtigte Frage und ich glaube, erstmal ist es für mich selber ja das, was ich definiere, was es für mich wert ist. Und da ist es unglaublich viel wert. Wenn wir das in den größeren Kontext setzen, glaube ich, ist es verdeutlicht die Zahl, dass von den allen Everest-Besteigungen nur 2% werden ohne Sauerstoff gemacht. Was nicht heißt, für mich immer ist es ganz wichtig, dass ich damit nicht mich irgendwie jetzt halt auf irgendwie eine bessere Ebene stellen will. Das Schöne am Bergsteigen ist, wir haben keine Regeln und jeder kann da machen, was er will. Und für jemand, der mit Sauerstoff und mit maximalen Support da hochgeht, kann das für den auch der wertvollste Tag seines Lebens sein. Und ich freue mich mit dem. Aber wie gesagt, ist das jetzt halt, wenn wir dann eben sportlich reden, halt nicht mehr diese Wertigkeit, die es eben aber immer noch gerade in der Breite im Moment zumindest noch erfährt, wo ich glaube, da liegt eben dieses Ungewicht oder dieses Ungute im Moment drinnen. Aber das muss extrem frustrierend sein, oder nicht? Wenn doch einfach die breite Öffentlichkeit sagt, ja gut, Everest ist Everest, oder? Und diese Unterscheidung nicht hinkriegt. Das stimmt, manchmal hadere ich damit, aber ich versuche auch selber da an mir zu arbeiten und quasi das wirklich sagen, hey, konzentrier dich, was du machst, du weißt, ich weiß, was ich für mich quasi da irgendwie leiste, was ich da erreicht habe in meinem Wertesystem. Ich versuche aufzuklären, aufzuzeigen quasi, was die Unterschiede sind und versuche so mit quasi Journalisten, mit Plattformen wie euch, mit anderen Medien auf meinen Kanälen, das eben maximal Transparenz und auch so zu erklären, dass es eben ja auch der Otto-Normalbürger da draußen irgendwie eventuell irgendwann mal versteht. Und da haben wir noch einen langen Weg und da haben wir, glaube ich, auch als Profi-Bergsteiger lange quasi waren wir dazu passiv oder haben das irgendwie auch ja nicht wirklich klug da irgendwie agiert. Auf der anderen Seite muss ich sagen, es ist oft auch unglaublich schwer für mich zum Beispiel da mich kritischer zu äußern, weil es ganz schnell immer als Neid ausgelegt wird, wenn ich mich da äußere. Und ich bin niemandem irgendwas neidisch. Also wenn da jemand, wie gesagt, irgendwie Millionär wird und 200 Millionen Follower irgendwie generiert, dann, hey, so what, ist super. Ich freue mich für die davon leben können, die das machen, ist alles gut, solange es eben irgendwie transparenter wird. Das ist das Einzige, was ich mir wünschen würde. Göttler spricht also von einer Passivität. Er nimmt da auch die Profis selber in die Pflicht, man sei eben zu lange passiv gewesen. Und diese Passivität, die wird jetzt bestraft. Weil jetzt kommen eben Leute wie Nirmal Pocha und Netflix. Es wird alles in einen Topf geworfen, in einem Film, der daherkommt wie die Doku-Version von Vertical Limit. Remo, kennst du Vertical Limit? Klar, ein Klassiker. Ja, das war Vertical Limit. So sieht es eben aus, wenn Hollywood Bergsteigen geht, und gibst du, die Ähnlichkeiten zu 14 Peaks sind vorhanden. Ja, definitiv, da sieht man Parallelen zwischen 14 Peaks und Vertical Limit.
es spricht anscheinend eben sehr viele an. Jetzt halt zurückkommen auf den Liam-Style, den Stil, wie er kommuniziert, wie er irgendwie sich darstellt und am Ende ist er einfach ein sehr, sehr guter Geschäftsmann und weiß was da ankommt und da muss man sagen, hey, why not, wenn die Gesellschaft, die Menschen irgendwie auf sowas abfahren und das gerne konsumieren, dann müssen wir uns generell, glaube ich, eher fragen, hey, wie können wir die Gesellschaft da irgendwie beeinflussen und irgendwie besser machen, dass dieses Laute und Ding, das ist mir jetzt in dem Sinne auch nicht sympathisch, dass das irgendwie ein bisschen differenzierter wahrgenommen wird. Aber das ist doch ein Ding der Unmöglichkeit. Ich meine, die Gesellschaft, die Wahrnehmung ändern, das ist unmöglich. Da kämpfst du gegen Instagram und wäre es nicht viel effizienter, einfach mal den Finger auf links zu zeigen und sagen, hey, das ist einfach ein Großmaul, Punkt. Ja klar, das können wir so machen und das kannst du als Journalist machen und das ist auch quasi dein Job generell, jetzt halt nicht auf sondern generell, denke ich, alles immer kritisch da zu hinterfragen und für mich aber als quasi Athleter, der auch in der Öffentlichkeit steht, wie gesagt, kann ich da, glaube ich, ist es besser, wenn ich hier versuche, eben mit dem Stil, wie ich halt kommuniziere, versuche irgendwie eine Zuhörerschaft, eine Audience in dem Sinne zu erreichen und zu bekommen und zu kommunizieren, hey, ich finde es super wichtig, dass wir hier viel transparenter eben unterwegs sind. Er spielt den Ball also an die Medien, wir sollen diese Einordnung machen. Ja, aber man muss auch sagen, wir sind ja als Journalisten eben darauf angewiesen, dass wir Aussagen haben, mit denen wir arbeiten können. Und die Stimme, die ich da stark vermisse, ist jene von Reinhold Messner. Er wäre eigentlich der Erste, der diesen großmauligen Stil, den Mangel an Transparenz und dieses aggressive Marketing von Nirmal Purcha verurteilen müsste. Und was sagt er denn jetzt zu der ganzen Geschichte? Eben nichts. Reinhold Messner hüllt sich eigentlich in Schweigen. Ich habe mit ihm zwar schon gesprochen, aber off the record. Er will sich öffentlich nicht äußern. Als ich vor kurzem nochmals nachgehakt habe, schrieb er, Vorverurteilung ist meine Sache nicht, ich werde zeitgemäß antworten. In einem eigenen Buch auf Alpinjournalisten ist kein Verlass. Kein Verlass, was sagst du dazu? Ich finde diese Aussage arrogant, denn die Medien, die sind die vierte Gewalt und die steht immer noch über Reinhold Messner. Auch Reinhold Messner wäre nicht der ist ohne die Medien. Und vor allem finde ich, wenn denn kein Verlass ist auf die Medien, ja, dann soll eben er reden. Und das tut er ja genau nicht. Ja, das ist eigentlich wirklich sehr spannend. Er war immer so der Kritiker des Massentourismus, der Kommerzialisierung der 8000er Berge und er sagt in diesem extremen Fall nichts dazu. Das wirft schon einige Fragen auf. Wieso gibt er sich so und verlässt eigentlich seine Kritikerposition, wie man ihn kennt? Vielleicht wird er halt auch einfach in dem Sinne älter. Also er wird ja sicher älter, jeder von uns, und wird da einfach ein bisschen, dass er halt sagt, hey, diese Energie, diese quasi Kämpfe und Kämpfchen da und dieses irgendwie Reiben aneinander mit sich bringen, das ist es ihm nicht mehr wert und er genießt einfach quasi sein Leben auf seinem Schloss in Jual. Befassen wir uns zur Auflockerung mit einem etwas leichteren Thema. Der Franzose Sepp Burda war kürzlich in der Schweiz an einer Hochzeitsfeier und hat im Nachgang die Route Masalati 9a im lediglich 4. Versuch geklettert. Die Route wurde von Cédric Lascher erst begangen und ich hatte so den Eindruck, so beim Lesen, dass er dem Cédric Lascher ein bisschen ans Bein pinkelt. Ich glaube, die haben ja das Heu nicht auf derselben Bühne, oder? Ich hatte denselben Eindruck, so, dass er eigentlich zwischen den Zeilen sagt, schau mal Cédric, ich habe deine Route nach einer Hochzeitsfeier vielleicht noch mit Hangover im 4. Versuch geklettert. Er wertet sie aber nicht ab. Auf jeden Fall haben wir da gedacht, diesen Spannungen gehen wir jetzt mal nach. Haben dem Cédric Lascher geschrieben, was ist da los zwischen euch zwei? Und er schreibt, hallo, ja, ich verstehe mich nicht mit Sepp Buin. Ich habe seinen Post gesehen, ich weiß nicht, was das heißen soll. Ich bin es müde von diesen sozialen Medien und den Bewertungen, es interessiert mich nicht mehr. Wie interpretierst du diese Antwort von Lascher? Ja, ich habe echt das Gefühl, der ist langsam satt. Der wurde schon ein paar Mal, war ja betroffen von Abwertungen. Bei einer Mehrseillängentour Fly war das, glaube ich, von den beiden Belgiern. Jetzt dieser zwischen den Zeilen ans Bein Pinkler von Sepp Buin
Ich glaube, er hat es einfach langsam gesehen, was die Abwertung und Bewertung von Routen anbelangt. Wir haben das also richtig gelesen zwischen den Zeilen, dass die zwei sich ein bisschen anzünden über Social Media. Jetzt wechseln wir aber zu einem anderen Thema und jetzt verlosen wir etwas, und zwar diesen Helm. Liebe Kinder da draußen, oder besser gesagt auch Eltern von Kindern, Helme sind wichtig. This is awesome! Gut. Ja, genau darum hat eben Black Diamond einen Helm entwickelt, der nicht nur fürs Klettern geeignet ist bei Kindern, sondern auch fürs Fahrradfahren. Man muss also nicht 2 Helme kaufen, der ist nämlich zweifach zertifiziert. Das Schöne an diesem Helm ist, es gibt ihn in 2 Farben, also blau und grau mit gelb, und es gibt ganz viele Sticker dazu. Und wenn man einem kleineren Kind dann diesen Helm schenkt und die Sticker dazu gibt, dann sieht er dann ungefähr so aus. Der wurde also zugeklassert von meinem Sohn. Finde ich ein super Produkt. Wie gesagt, die Eltern werden es verstehen. Gerne kauft man nur ein Produkt für mehrere Anwendungen als für jede Situation etwas Eigenes. Diese 2 Helme haben wir jetzt zu verlosen. Und Wie machen wir das genau, Dominik? Ja, wir haben uns gedacht, wir verbinden Klettern und Fahrradfahren irgendwie und es gibt da eine Route und wir haben dieses Bild da gefunden davon. Manche kennen sie vielleicht, denn genau darum geht es. Wer weiß, wie diese Route heißt, wo das Bild aufgenommen wurde, schreibt es in die Kommentare und gewinnt so einen Helm. Das ist aber nicht die einzige Verlosung in der heutigen Sendung. Wir haben nämlich noch eine zweite Verlosung, nämlich diese Hosen von Etrefort. Etrefort ist ja, wie gesagt, wir sind heute bei Ihnen, ist unser heutiger Gastgeber, produziert diese bequemen Hosen, die wir euch eben heute auch vorstellen wollen. Dominik, interessant an der ganzen Geschichte, wie eigentlich so die Zusammenarbeit mit Etrefort entstanden ist, die kam ja dank dir zustande. Erklär mal, wie das so gelaufen ist. Ja, das stimmt. Ich habe nämlich mal Etrefort-Hosen bestellt, weil ich habe viele verschiedene Hosen ausprobiert, weil ich einen großen Beinumfang habe und eben Bewegungsfreiheit wirklich brauche. Also großer Beinumfang, du bist einfach fett, oder? Ja, danke. Können wir mal deine Beine sehen und mit meinen vergleichen? Das wäre doch mal schön, das können wir schon machen. Also gut, stehen wir mal auf. Aber schön anspannen, ist gut. Ja, da. Scheiße. Ja, jedenfalls... Wie kannst du überhaupt klettern mit so großen Beinen? Das ist eine gute Frage. Das ist einfach eine Maschine. Auf jeden Fall habe ich diese Etrefort-Hosen ausprobiert und war sehr glücklich damit. Das Lustige dabei war aber, ich habe ein Paar bestellt, aber es kam fast jede Woche ein Paar zu mir. Also es kamen dann 3 Paar Hosen irgendwann, da habe ich mal angerufen und habe gesagt, hey, ist da ein Fehler bei euch im System? Ich kriege jede Woche eine Hose wie ein Abo. Und so kam der Kontakt zustande. Ja, und jetzt sitze ich hier mit Pierre von Etrefort. Pierre, magst du dich erinnern an diese Episode? Wieso habe ich so viele Hosen bekommen? Ich habe ja nur einmal bezahlt. Einmal bezahlt und ich glaube 3 Hosen bekommen. Ja. Da ist uns ein Fehler passiert. Wir haben dann den Versand noch selbst gemacht und es wurde nicht ausgelöst und dann trotzdem 3-mal verschickt. Ja. Es war also eigentlich ein glückliches Missgeschick, denn so haben wir uns kennengelernt. Seither arbeiten wir zusammen. Ja, das freut mich sehr. Freut mich auch. Ja, reden wir über Etrefort. Eure Ansage ist es, die bequemste Hose zu machen. Könnt ihr die erfüllen? Eindeutig. Ich meine, wir kommen aus der Bewegung und es ist wichtig, dass wir uns zu jeder Zeit überall bewegen können und dafür brauchen wir einfach unglaublich bequeme Kleidung. Und daran arbeiten wir seit Jahren und ich denke, das erfüllen wir sehr gut mit unseren Hosen. Der Name Etrefort, da steckt ja auch eine Bedeutung drin. Genau. Etrefort bedeutet stark sein, kommt aus dem französischen Parcours, kommt auch aus der ganzen französischen Welt, ist es so ein bisschen entstanden. Und Etrefort pour être utile ist unser Leitsatz, stark sein, um nützlich zu sein. Und da geht es einfach darum, dass du mit der Stärke, die du durch dein Training bekommst, physisch, aber auch psychisch, wie kannst du die nützlich in deinem Alltag einsetzen? Also nicht nur für dich, sondern wie kannst du auch deinen Mitmenschen helfen? Das ist sicher ein Leitsatz, der auch die Kletterwelt anspricht, vor allem aber auch eure Hose, die ist ja auch stark. Reden wir über die Hose. Also hier sind wir in Bern, hier habt ihr so quasi euren Hauptsitz. Und hier findet das Design, die Entwicklung statt, produziert wird dann aber in Portugal. Genau, also das ganze Prototyping findet hier statt. In Portugal ist es dann so, dass wir die Prototypen hinschicken. Dort wird dann das erste Sample ausgearbeitet. Wir schicken das 4-5 Mal hin und her, bis dann das perfekte Produkt fertig ist. Und dann gehen wir in Produktion. Und spannend ist einfach, dass alles in Portugal passiert, außer der Rohstoffeinkauf. Das heißt, dort wird der Stoff gewebt, dort wird das Produkt fertiggestellt und dann kommt es hier anschließend zu uns und wird verkauft. Jetzt ist es ja so, dass wir ja aus dem Klettern kommen, ihr seid aus dem Parkour und man kann sagen, diese beiden Sportarten, die haben Überschneidungen sowieso schon und nähern sich auch immer mehr an. Wir haben ja euch vorher gesehen, wie ihr da runterkommt, es war jetzt zwar runter, aber ihr geht ja auch so hoch, so eigentlich wie Bouldern eigentlich.
Ja, genau. Beim Parcours sind wir halt auch einfach viel in der Stadt unterwegs. Du hast viele Kletterelemente. Wir machen die einfach sehr dynamisch. Und was ich merke, ist, dass seit vielen Jahren auch das Klettern immer dynamischer wird. Und irgendwie nähern sich die beiden Sportarten dadurch an. Aber es gibt ja auch so Parkour-Athleten, die machen halbe Free-Solo-Routen. Du hast mir so ein Video gezeigt, wir können es vielleicht schnell zeigen. Also das ist eigentlich viel Klettern drin. Ja, oder es ist viel Parkour drin. Darüber könnte man jetzt streiten. Ja, genau. Also es ist einfach sehr spannend, dass wir einfach immer unsere Bewegungen, natürlich machst du es langsam, kletterst dann irgendwo hoch und dann versuchst du es einfach immer schneller, kontrollierter zu machen. Und das sieht dann irgendwann aus wie dieses Speedclimbing oder was auch immer es ist. Ja. Verfolgst du auch das Wettkampfbouldern? Tue ich. Auf jeden Fall, hier in Meiringen, das habe ich mir auch mal angeschaut. Ja. Und da wirst du ja wahrscheinlich auch feststellen, dass dort viel Parkour drin ist, nehme ich jetzt mal an. Unglaublich viel. Ich war erstaunt, als ich es gesehen habe, wie viel Parkour da dann auch eigentlich drin war und wie sich das angenähert hat. Man kann also sagen, die beiden Sportarten bedienen sich beieinander, Klettern wird immer dynamischer, Parkour hat auch Klettern drin und das verbindende Element ist eben Äthersport. Absolut. Absolut, ja. Genau. Jetzt haben wir euch ja zu Eingang der Sendung hier durchs Bild springen sehen. Das hat mir recht Respekt gemacht. Aber wir haben gesagt, wir nehmen die Challenge an und darum würde ich sagen, schicken wir jetzt einfach den Remo ins Rennen. Finde ich gut. Los geht's. Sehr schön. Elegant. Also Jungs, es war eine ziemlich dynamische Sache, liegt mir nicht so. Das sah so aus wie Wettkampfklettern. Ich bin eher so der statische Kletterer mit Leistenkratzen und so. Habt ihr irgendeine Challenge für mich, wo ich auch eine Chance habe? Wir haben im Parcours ganz viele Rundgänge, auch Boulder-Sachen, die wir machen. Das ähnelt sehr den Bouldern. Gleich hinter dem Haus. Ich würde vorschlagen, wir gehen kurz hin, schauen uns das an. Okay, ja, bei denen sieht das immer so einfach aus. Das ist übrigens der Katzensprung heißt, aber ich gehe mal normal raus. Yeah, nice. Okay, check. Und Remo, was meinst du? Nächstes Mal lieber wieder mit dem Crashpad. War mega spannend mit den Jungs mal mich im Parkour zu probieren. Aber wirklich mein Ding ist es nicht. Also ungesichert in der Höhe auf dem Beton knallen will ich da nicht. Ich hoffe, euch hat die gesamte Sendung sehr gefallen. Bitte nicht vergessen, liked den Kanal, abonniert den Kanal, gebt unserer Sendung ein Like, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.